Servility in the highest ranks of the army. The oath of allegiance meant something for a long time, even for members of the resistance. Der Eid hatte eine ganz starke Bindung, denn das ist ja der Sinn des Eides gewesen. Und es hat unendlich viele gegeben, die sich bis zum letzten Tag an den Eid gebunden gefühlt haben. Auf der anderen Seite kann man den ja nur erwidern. Ein Eid ist eine Sache auf Gegenseitigkeit. Und Hitler hat durch seine Untaten seinen Eid wiederholt gebrochen. Walter von Stülpnagel took part in the war against the Soviet Union as a young lieutenant. His father, General Karl-Heinrich von Stülpnagel, has opposed Hitler's warmongering since the Sudeten crisis of 1938, even if he still uses the Hitler salute. For him, Hitler is a gambler, leading Germany to disaster. In the summer of 1941, General von Stülpnagel faces a decision. He must show his true colors. Is he just furious about Hitler's military ignorance? Or is he appalled by the war crimes? Stülpnagel is commander of the 17th Army, which is invading Galicia. The Jews, above all, are the victims of the Wehrmacht's occupation. Behind the front lines, the special task forces of the SS engage in genocide. Historian Christian Streit has documented how Stülpnagel's 17th Army Command cooperated closely with the death squads. Stülpnagel issued orders that fanned anti-Semitic feelings. Zunächst ging es darum, dass Stülpnagel Befehle bekräftigte, die bereits gegeben waren, dass also Partisanen, die festgenommen wurden, sofort zu erschießen seien, dass man Sabotageakte oder auch nur passiven Widerstand auch dadurch niederschlagen solle, dass man sogenannte kollektive Gewaltmaßnahmen befahl. Bezeichnet es nun, dass Stülpnagel diesen Befehl zuspitzte auf die jüdische Bevölkerung. Er befahl, wenn man solche Vergeltungsaktionen startete, dass man nun in erster Linie Kommunisten und Juden dafür heraussuchte, und er sagte, besonders die jüdischen Komsomolzen, also die Vertreter die Angehörigen der Jugendorganisation der KPDSU, seien nun als Antreiber von Partisanenkrieg anzusehen und sollten deswegen ausgesucht werden. Jewish Bolshevism, a common enemy that unites the Wehrmacht and Nazi fanatics. Stülpnagel gives the SS considerably more freedom of action than they should have had, according to the original agreements. Stülpnagel's orders step up the persecutions. He asks the SS to conduct reprisals against the Jews and demands an intensified war against international Jewry. The reprisals continue to increase in scale. Random sweeps and executions escalate into systematic genocide. But at the beginning of October 1941, Stülpnagel takes sick leave. He considers Hitler's assessments of the military situation to be completely unrealistic. He sees his soldiers being sent to their deaths without reason. Stülpnagel is replaced as the commander of the 17th Army. There is no written explanation for his decision. Mein Vater kam ja mit der ganzen Kriegführung nicht zurecht und hat sich ja deshalb von seinem Posten entbinden lassen. Das sind aus zwei Gründen: aus militärstrategischen Gründen und aus politischen Gründen. Was General von Stülpnagel's conscience troubling him, or was it just a difference of military opinion? Er hielt die Behandlung der ukrainischen Bevölkerung für absolut verfehlt. Die ukrainische Bevölkerung begrüßte die deutschen Truppen als Befreier und musste feststellen, dass sie von Hitler genauso als Untermenschen behandelt wurden wie auch die Russen. Und da hat er gesagt, da mache ich nicht mit. Russians and Ukrainians are regarded as subhuman, and especially Jews.
Karl-Heinz von Stülpnagel, the general who only a few weeks earlier had stepped up the persecution of the Jews, would soon join the ranks of the resistance. More than 1 million Jewish people are murdered in the Soviet Union, mainly by Himmler's SS. Colonel Henning von Tresckow is now operations officer in Army Group Center. He's responsible for over 1 million soldiers. His strategic planning is meant to contribute to a rapid victory over the Soviet Union. But terrible crimes are committed in his sphere of responsibility. What is Tresckow's attitude at this point in time? Historians cannot agree. Johannes Hürter has discovered documents that prove that Tresckow knew about the murders. Did he try to do anything to prevent them? Could he have done anything? This series of reports from July 1941 lists in great detail the executions of Jews behind the front lines. They all cross Tresckow's desk, and they're signed with his initials, 1AT, Tresckow, Operations Officer. Some of Tresckow's co-conspirators also initialed the documents. Die Dokumente, die ich gefunden habe, belegen einwandfrei, dass sie in dieser Zeit genau informiert waren, dass Hunderte und Tausende jüdische Männer erschossen wurden. Und sie haben dagegen nichts unternommen, obwohl sie dazu durchaus den Handlungsspielraum gehabt hätten. Denn es gab zu dieser Zeit die Möglichkeit, die Bewegungsfreiheit der Mordkommandos Himmlers einzuschränken. Darauf haben sie verzichtet. Borisov in White Russia. During the advance, this was the temporary headquarters of Army Group Center, where Henning von Tresckow played a key role. Over 50% of the population are Jewish, about 10,000 people. The ruined synagogue is the only sign of this today. In October 1941, Gottfried Reinhold, stationed here on a work detail, hears shocking rumors. Ich kann mich noch entsinnen, dass ein Arbeitsdienstmann äußerte, dort werden Juden erschossen, dort muss ich hin. Das kann ich mir noch entsinnen. Das war für mich niederschmetternd, wie man sowas sagen kann. One night in the ghetto, they round everybody up. Ich sah einen LKW, auf den ältere Leute ohne zu murren eigentlich, kann man sagen, gestiegen sind, die sicher ahnten, was vor ihnen steht. Und sie wurden alle dorthin gefahren auf irgendeinen Platz, wo sie alle erschossen worden sind. Hardly anyone from the ghetto survived. Only little Yuri Saharyevich managed to hide. Уже по рассказам потом бабушки, как меня мать оттуда, увели, собственно, как вывели из гетто. Перед ночью вывели, а на завтра расстреляли уже все. On October the 21st and 22nd, 1941, at least 7,000 Jews were shot in Borisov, and many more died on the way to the execution sites. Ich selbst habe ein Baby im Straßengraben gesehen, das erschossen worden ist. All this happened at Colonel Henning von Tresckow's front door. He knew about it. The persecution of the Jews has crossed the line to systematic genocide. Apparently, Tresckow only now begins to take the crimes of the SS seriously. From here, it's a straight line to the assassination plans against Hitler. After studying the documents, this is what Johannes Hürter believes the evidence shows. Daraus schließe ich, dass sie diesen Anfang des Judenmordes noch akzeptiert haben. Das änderte sich,
als die SS-Einheiten im Herbst 1941 dazu übergingen, massenhaft auch Frauen und Kinder zu erschießen. Zu diesem Zeitpunkt regte sich dann auch wieder stärker die moralische Empörung, das moralische Gewissen und ist dann auch wieder ein starkes Motiv der Haltung gegen Hitler geworden. Others judge Tresco's behavior less critically. Historian Johannes Tuchel is head of the memorial to the German resistance. His job includes researching the military resistance. He believes too much importance has been placed on the new Tresco documents. Das ist doch nicht das geordnete Tagebuch des Henning von Tresco, das uns vorliegt, sondern das sind doch alles ganz hochspekulative Dinge. Wir haben einzelne Dokumente, einzelne Berichte, auf denen ein T, das ist die Paraphe von Tresco, neben 1a, das ist seine Funktionsbezeichnung steht. Das heißt, er wusste etwas. Aber zeigen Sie mir bitte die Dokumente, aus denen Sie schließen können, dass er diese Dinge befürwortet hätte, unterstützt hätte oder mehr als nur um diese Dinge gewusst hätte. Finally, Tresco and a few of his comrades realized that the executions have taken on a new dimension. The claims that these measures have a military justification no longer hold water. It's simply about the extermination of the Jews. The conspirators have come a long way, from support for Hitler to opposition, and then to resistance. Wir haben Tresco, der in der Weimarer Republik durchaus autoritäre Gedanken vertritt. Wir haben Tresco, der Hitler gewählt hat. Wir haben Tresco, der am Aufbau der Wehrmacht mitmacht. Wir haben ihn aber auch bereits im Jahre 1938 im Umfeld der damaligen Staatsstreichüberlegungen, der damaligen Staatsstreichplanungen gegen Hitler, die ja eine Verhaftung Hitlers und eine Verurteilung wegen der bis dahin begangenen Verbrechen auch vorsahen. Und wir haben den Henning von Tresco, der seit Herbst 1941 Motor der militärischen Umsturzbewegungen ist. Ob er in jeder Beziehung aus unserer heutigen Sicht ein lupenreiner Demokrat gewesen ist. Ich denke, das ist wiederum eine Wunschvorstellung. In 1942, Tresco takes a momentous decision. Hitler must be assassinated. He and his co-conspirators first attempt to win the support of the field marshals. One of the most prominent, Erich von Manstein, is approached several times to join the conspiracy. His reply is devastating. Prussian field marshals do not mutiny. The generals held as prisoners of war in England see it as a missed opportunity, as the transcripts of their conversations show. When these civilians at home say to me, "You generals are to blame," I just say, "Us? We didn't choose him. It isn't our fault he became the legal supreme commander. We can't just incite mutiny." But then, who would mutiny? Only one active field marshal will listen.